Wie löst man Batteriekontaktprobleme bei ferngesteuerten Autos? Bleibt dran, wir finden's raus. Zur Reparatur habe ich eine Pixie Amazone von Exos bekommen. Bei dem Auto sind die Batterien ausgelaufen, weil es eine Weile stand. Daher kümmern wir uns heute um die korrodierten Batteriekontakte. Wie zu erwarten, nach dem Einlegen von neuen Batterien tat sich nichts. Um auszuschließen, dass das Fahrzeug defekt ist, habe ich an die Batteriekontakte ein Netzteil angeschlossen. Wer sich wundert, wie ich auf 9 Volt komme, das ist die Normalspannung bei neuen AA-Batterien. Wie zu erwarten, bei direkter Spannung funktioniert das Fahrzeug auch. Also holen wir die Batterieklemmen einmal raus. Nach dem Rausziehen vom ersten habe ich auch gesehen, dass an der Oberseite noch Haltenasen dran sind. Daher einmal das Gehäuse geöffnet und diese umgebogen zum leichteren Entnehmen. Zum Reinigen von Batteriekontakten könnt ihr verschiedene Mittel verwenden. Unter anderem gibt es Säure, die den Rost auflöst. Manch einer würde auch Cola verwenden, was durch die Phosphorsäure auch funktionieren sollte. Ich wollte mal Motorkaltreiniger verwenden und schauen, dass bei den Edelstahlblechen auch reicht zum Entrosten. Das direkte Einweichen und Abbürsten hat nicht zum Erfolg geführt, deswegen habe ich die Bleche ca. 10 Stunden einweichen lassen. Nach einem kurzen Versuch mit der Bürste war mir dann klar, rein mit einer Kunststoffbürste geht das nicht ab. Daher einmal den kleinen Gradschleifer ausgepackt und mit einer Stahlbürste die Kontakte rundum gereinigt. Es handelt sich um eine normale Stahlbürste mit 19 mm Durchmessern und mit einer 3 mm Aufnahme für den Stabschleifer. Nach dem Blankschleifen noch einmal etwas Öl dran machen, damit die Kontakte nicht wieder direkt anfangen zu rosten. Der Einbau erfolgt natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Zum Abschluss wieder Batterien rein und testen, ob es funktioniert. Erstaunlicherweise hat es nicht funktioniert, was mich dann etwas irritiert hatte. Auch Drehen der Akkus wegen Kontaktproblemen führte nicht zum Erfolg. Wenn ihr kurz pausiert und auf die Kreise schaut, seht ihr, dass die Pluspole der Batterien nicht an die Kontaktbleche kommen. Scheinbar sind die Bleche nicht weit genug gestanzt worden. Habe ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht gesehen und erstmal munter losgemessen. Zwischen den Blechen gemessen, zwischen den Akkus gemessen. Wer viel misst, misst, misst. Nach einer ganzen Weile habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es einfach nur die gestanzten Bleche sind, die den Fehler verursachen. Nach dem Wechsel gegen alkaline Batterien, welche minimal höhere Pluspole hatten, funktionierte das Auto dann plötzlich auch wieder ganz normal. Kleine Ursache, große Wirkung. Noch einen lieben Gruß an Emma, ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dem Auto. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann!